Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian. Mein Name ist Jochen von Makita. Und wir haben heute ein Video nach dem Motto, kennst du schon? Und zwar haben wir 8 Werkzeuge von Makita, die du wahrscheinlich noch nicht kennst. Ich kannte davon, glaube ich, 2, aber das auch nur von der Messe. Die müssen wir uns heute unbedingt mal anschauen. Denn wir haben hier eine Reihe schon vor längerer Zeit gestartet, so ungewöhnliche Werkzeuge. Und genau das haben wir heute hier. Wir haben wirklich jede Menge Werkzeuge, wo man erstmal denkt, was zum Teufel soll das denn hier? Ja, der größte Brotschneider von Makita, den es gibt, oder ich weiß es nicht. Das müssen wir uns unbedingt anschauen. Und ob das hier auch ein ernstes, ehrliches Gerät ist, weil das sieht so ein bisschen aus, als wenn ihr euch hier einen Scherz erlaubt habt. Aber das müssen wir uns unbedingt mal anschauen. Moment, bevor es weitergeht, wir verlosen Werkzeug. Und zwar nicht nur in diesem Video, sondern in jedem Video verlosen wir jeweils Werkzeug. Wahnsinn, oder? Du musst nichts weiter machen, außer unten in die Kommentare deine Meinung zu diesem Video oder zu unseren Themen heute zu schreiben. Und der Hammer ist ja wirklich, du kannst dir dein Werkzeug aussuchen. Schau einfach bei uns auf die Verlosungsseite. Dort siehst du einen Pool an Werkzeug, aus dem du dir einen Gewinn aussuchen kannst, wenn du gewonnen hast. Das, was wir an der Seite sehen, sind einige Beispiele. Das könnte es zum Beispiel auch sein. Für dich ein wichtiger Hinweis. Schau mindestens einmal in der Woche auf der Verlosungsseite vorbei, ob du gewonnen hast, denn du kannst ja bei jedem Video gewinnen und das sind eine Menge Gewinnchancen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, dass du mir die Geräte auch mal zeigen kannst und dass wir uns mal in einer ruhigeren Atmosphäre treffen als immer nur auf einer Messe. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns die Geräte doch einfach mal an. Was ist hier das Erste, wo du sagst, da hast du richtig Lust drauf? Sehr gern, sehr gern. Also wir haben hier vor dir stehen unsere Lochstanze, also Spezialwerkzeug. Wir haben hier außergewöhnliche Werkzeuge, also Spezialwerkzeuge. Und hier handelt es sich also um eine Lochstanze, um Stahlplatten, quasi Löcher einzubringen, ohne bohren zu müssen. Bringt den Vorteil, dass wir also hier keinen Span haben. Beim Bohren entsteht natürlich immer ein Span, und wenn wir also ein Loch in Stahl jetzt einbringen wollen ohne einen Span, können wir das hier mit dieser Lochstanze tun. Wir haben hier die Möglichkeit, mit dem Gerät bis maximal 9 mm Stärke, also 9 mm Stärke Stahllöcher einzubringen. Maximaler Durchmesser wäre jetzt hier 20 mm, wobei den Lochdurchmesser bzw. auch Langlöcher kann ich wählen mit diversen unterschiedlichen Aufsätzen. Also man wählt quasi den Aufsatz für die Lochgröße, verwendet den dann hier bei der Lochstanze. Das Ganze funktioniert hydraulisch und dadurch also wirklich völlig unproblematisch hier in Stahl so ein Loch einzubringen. Das heißt also für mein Verständnis, ich habe jetzt eine Stahlplatte, die ist 9 mm stark und da drückt er quasi einen Bolzen durchs Material. Richtig, genau. Wir haben hier was vorbereitet, das ist nicht ganz so stark, glaube ich. Aber auch schon amtlich. Müssen 8 mm sein. Uiuiui, okay. Wir können gerne mal zeigen, wie wir hier eins von den Löchern stanzen. Also wirklich irre. Interessant finde ich ja wirklich erstens, wie schnell das geht. Du kannst sehr präzise ansetzen. Ja, du hast ja wirklich sehr genau gezielt. Du konntest genau sagen, da mache ich jetzt das Loch. Ja. Und die Geschwindigkeit, ich glaube, es ist nicht zu vergleichen eigentlich. Ja? Weil Bohren ist definitiv langsamer. Bohren dauert länger, wie hier mit der Lochstanze, und eigentlich das Gerät an sich ist zwar schwer, hat ein Gewicht, aber der Arbeitsvorgang ist eigentlich total einfach, easy hier durchzuführen mit dem Gerät. Du sahst jetzt auch nicht aus, wenn du dich jetzt groß anstrengen musst. Nein, muss ich auch nicht. Also. Und wir haben jetzt hier Hydraulik, die hier wirkt. Weißt du aus dem Kopf, was für Kräfte hier angewandt werden? Nein. Also viel. Viel, ja. Also ist auch nicht so wichtig. Letztendlich ist es so, dass das natürlich ein absolutes Spezialprodukt ist. Das ist völlig klar. Ja. Und nicht jeder von euch braucht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr sagt, könnte ich jeden Tag mal gebrauchen. Wir vermitteln gerne. Aber ich finde es erstaunlich, dass es sowas gibt. Das Gerät ist jetzt hier aus unserer 40 Volt Max Serie. Und wir können auch hier mit dem Gerät quasi dann in dieser 40 Volt Max Serie uns bewegen, eben außergewöhnliche Werkzeuge, aber auch normale Werkzeuge hier. Also wirklich erstaunlich. Kann man den Kopf eigentlich drehen? Ja, der lässt sich auch drehen hier, der Kopf. Ist also hier quasi 360 Grad mit verschiedenen Rasterungen, dass ich also dementsprechend, wie die Arbeitsposition sein soll, mir das Gerät dann dementsprechend auch hier so einstellen kann.
vom Winkel her. Also es sieht wirklich beeindruckend aus und die Arbeit ist absolut auch beeindruckend. Schauen wir mal hier rüber, das ist ein Vertreter, der erstmal ähnlich aussieht, aber andere Dinge tut. Ja, der sieht ähnlich aus, also auch mit einer Hydraulik hier. Auch dieses Gerät jetzt in der 40 Volt Max Serie neu. Für alle, die jetzt sagen 40 Volt Max Serie, ich kenne von Makita die 18 Volt Serie, also es gibt dieses Gerät auch schon längere Zeit im 18 Volt Programm, aber jetzt eben auch zur Ergänzung zum 40 Volt Programm. Hier handelt es sich um einen Moniereisenschneider, das heißt also hier solche Baustahlstäbe, kann ich hier mit dem Gerät bis maximal 16 mm Durchmesser, kann ich hier quasi kürzen, trennen, wo ich normalerweise einen, sage ich mal, manuell Bolzenschneider verwenden würde, also mit Muskelkraft, und hier erledigt das Ganze eben wieder die Hydraulik. Das heißt also, wir legen quasi den Baustahl ein in der jeweiligen Länge, wie er gekürzt werden soll, und dann dementsprechend wird es gekürzt mit der Hydraulik. Auch hier der Kopf im 360-Grad-Winkel, drehbar in alle Richtungen. Können wir also auch hier mit dem Gerät quasi problemlos, spielend leicht solche Baustähle dann kürzen. Ja, absolut. Also ich muss sagen, bei dem hier fehlt mir die persönliche Anwendung. Den hätte ich gut gebrauchen können. Als ich das Fundament und die Armierung für meine Garage gebaut habe, habe ich das alles selber gemacht. Und da stand ich mit dem Winkelschleifer, mit dem Winkelschleifer, mit dem Winkelschleifer. Und das macht überhaupt keinen Spaß. Okay. Einen großen Bolzenschleifer hatte ich nicht. Also das wäre echt ein tolles Gerät gewesen. Und ich glaube, ihr habt doch auch ein Gerät, womit ihr diesen Draht verspindeln könnt, oder? Ja, das Drahtbindegerät, da kann man dann also auch dementsprechend die Stäbe dann wieder verbinden. Hier das Schöne natürlich auch noch, wenn du sagst, okay, so ein Fundament, unter Umständen hat man natürlich dann auch nur enge Arbeitsbereiche, wo man vielleicht mit einem Bolzenschneider gar nicht drankommen würde. Ja. Klar kann man einen Winkelschleifer nehmen, aber Winkelschleifer erzeugt Funkenflug, dementsprechend unter Umständen auch das von Nachteil, da wir hier natürlich auch keinen Funkenflug haben. Also wir kommen an auch schwierige Stellen dran, haben keinen Funkenflug. Kann einfach rein und dann geht's los. Und es geht super schnell. Ja? Also wir blenden euch das hier mal ein. Ich habe das auf der Messe ja ausprobiert. Was ich sehr erstaunlich finde, was man erstmal so gar nicht vermitteln kann, ist Folgendes. Als wir das gemacht haben, habe ich ganz bewusst danach mir mal die Stelle mal angeschaut und auch mal angefasst. Man sieht, wie viel Energie eingebracht wird, indem der Stahl hier an der Stelle wirklich, der wird schon richtig warm. Also es ist nicht heiß, aber man merkt, seine 30, 40 Grad hat er. Man merkt genau von der Temperatur her die Energie, die Kräfte, die da wirken auf diesen Baustahl, dann wie der warm wird. Ja, also eine tolle Sache, super Gerät. Auch da schreibt mal gerne in die Kommentare, wer hätte das schon alles gebraucht. Also ich glaube, es ist wichtig, das zu kennen. Natürlich ist es ein sehr preisintensives Gerät, aber es geht ja heute darum, wusstest du schon oder kennst du schon, ja? Und da müssen wir ganz klar sagen, hier war ich am meisten verwirrt. Was zum Teufel ist denn das? Und wenn man sich das erstmal so anschaut, was wir hier stehen haben, sieht es wirklich erstmal verrückt aus. Weil wir haben jetzt hier verschiedene Vertreter, vielleicht gibst du die auch mal rüber. Ich werde hier mal ein bisschen komplettieren. Wir haben also hier eine neue Serie Geräte mit 3 verschiedenen Modellen. Und hier handelt es sich also um Kabelschneider. Kabelschneider für natürlich größere Kabeldurchmesser. Jetzt wird man sich fragen, ja, was für einen großen Kabeldurchmesser kann es denn geben, dass man so einen Kabelschneider benötigt. Also ich habe jetzt hier mal so ein paar Kabelabschnitte dabei. Hier zum Beispiel handelt es sich also um ein Erdkabel, das verwendet wird zum Beispiel jetzt bei einem Anschluss von einer Trafostation. Also das sind quasi dann für Energieversorger Geräte, die dementsprechend Trafostationen oder eben Hochspannungsleitungen aufbauen. Und auch hier haben wir zum Beispiel da drüben das Silberne, das wäre also ein Stück von einer Hochspannungsleitung. Hier ist die Anforderung nochmal etwas anders wie bei den Erdkabeln. Deswegen haben wir also hier auch den Kabelschneider mit dem silberfarbenen Messer für eben die Freilandleitungen.
Und die schwarzen Varianten sind also für die Erdkabel, auch hier, da gibt es unterschiedliche Größen und Durchmesser und da eben dann dementsprechend die passenden Geräte. Die Geräte sind aktuell aus unserer 18-Volt-Serie, also sind also kompatibel dann in unserem 18-Volt-System und also es gibt diese unterschiedlichen Varianten, denn wir haben also entweder eine geschlossene Messerform, also sprich das Messer wird sich jetzt öffnen, habe dann eine Öffnung quasi zum Schneiden für das Kabel oder aber auch diese offene Form, man nennt das so im Volksmund auch Papageienform, also einfach offenes Messer, wo ich quasi das Kabel auch von oben einsetzen und dann dementsprechend kürzen kann. Kann denn der hier nur von oben und der nur... Man muss quasi bei denen hier das Kabel durchstecken. Okay. Das heißt also, ich brauche auf jeden Fall auch einen Anfang vom Kabel. Genau, habe ich gerade drüber nachgedacht. Was ist denn, wenn ich einfach nur Kabel im Boden habe, dann wird es nicht gehen? Wenn ich natürlich sage, okay, ich habe aber jetzt ein Kabel, wo ich gar nicht, also keinen Anfang habe, keinen vorne oder hinten müsste dran, dann braucht man diese Papageienform dann quasi vom Messer her. Und dann sind natürlich auch die Schnittgrößen noch etwas unterschiedlich. Also die normalen oder kleinen sind bis 50 mm, die großen dann schon bis 54 oder 65 mm dann Durchmesser zum Schneiden hier. Ja. Also und wir können euch jetzt mit diesem kleinen Abschnitt hier natürlich nicht zeigen, weil das möchten wir jetzt hier nicht festhalten. Wenn wir Videomaterial finden, blenden wir euch das mal ein. Ich würde aber gerne mal den hier einmal fahren lassen, dass man mal grundsätzlich mal sieht, wie die Bewegung aussieht. Weil ich glaube, viele können sich das immer nicht so richtig vorstellen. Wie läuft denn das jetzt hier eigentlich? So, wäre jetzt geöffnet. Kabel rein und dann geht's los. Alles dann klar. Im Schnitt. Ja. Es lässt sich hier auch noch die Öffnung lässt sich einstellen, also die Größe der Öffnung. Das wiederum funktioniert aber nur tatsächlich beim Schnitt, also jetzt nicht im Leerlauf. Also wenn ich einen Schnitt durchführe, dann lässt sich das mittels einer Feineinstellung hier, lässt sich das einstellen, wie weit das Gerät dann öffnen soll, dass es also nicht immer bis aufs Maximum öffnet. Wenn ich sage, ich habe kleinere Durchmesser, ist dann eben auch eine Zeitersparnis, lässt sich dann einstellen beim Schnitt quasi bei den Geräten. Also ist natürlich wirklich von allen Geräten, die wir haben, glaube ich, eines der spezialisiertesten Geräte. Aber gerade in der aktuellen Zeit, wo das Thema Strom immer und immer wichtiger wird, gerade jetzt Windenergie, überall müssen wir neue Stromkabel verlegen und so weiter und so fort, macht es natürlich total Sinn. Und ihr hattet das vorher nicht im Sortiment und ihr habt gesagt, okay, wir wollen für eigentlich jeden Anwendungsfall das richtige Werkzeug haben. Wirklich sehr krass, weil ich glaube, das ist jetzt auch kein Gerät, was man, ich sag mal, 100.000 Mal im Jahr verkauft. Aber die es brauchen, werden sehr dankbar sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die Netze, wie du sagst, die Netze werden natürlich stetig ausgebaut, Photovoltaikanlagen, Windkrafträder etc. Der Strom muss transportiert werden, also werden neue Kabel verlegt und um natürlich dann hier dementsprechend die kürzen zu können, haben jetzt auch wir bei Makita dann das passende Werkzeug im Sortiment. Bevor wir zu anderen hier auf den Tisch kommen, würde ich sagen, lass uns mal rübergehen. Denn wir haben die ganze Zeit ja ungewöhnliche Werkzeuge und ich finde es immer noch total erstaunlich, dass Makita eben auch sowas macht. Und im ersten Moment würde ich hier gar nicht so richtig drauf kommen, was soll denn das hier eigentlich? Aber ich würde gerne da anfangen. Bevor ich es umlaufe, weil ich bin schon zweimal dran vorbeigelaufen, fast umgelaufen, das ist eine Schneefräse, richtig? Richtig, also wir bringen jetzt hier eine Schneefräse, aber als Zubehöranbauteil. Okay. Das heißt, wir haben also hier keine reine Schneefräse nur als Schneefräse verwendbar, sondern es handelt sich hier um einen Aufsatz. Der Aufsatz wird also dann hier eingesteckt in unseren Multi-Antrieb. Der Multi-Antrieb, den gibt es in 3 verschiedenen Varianten. Den gibt es als 18 Volt Modell, als 2x18 Volt
Modell etwas stärker oder eben auch als 40 Volt Modell. Und den haben wir schon längere Zeit im Sortiment. Dort gibt es verschiedene Aufsätze. Der gängigste ist immer dieser Rasentrimmer-Aufsatz zum Beispiel. Ach so, ja. Okay. Und da kann man das eben dann kombinieren. Also wir lösen den Hebel bis ganz nach vorne, bis ganz nach unten, drücken dann den Knopf, aber wir müssen jetzt hier schon ein bisschen stärker ziehen. Also ist jetzt alles klar? einfach nur so ganz lose, eben wegen der Welle. Ja, wir machen es hier zusammen, kriegen wir hin. Alles klar. So, ja. So, aber dass die Zuschauer es auch mal sehen, hier wird die Welle eingebracht, das ist ein einzelnes Teil. Und so, dementsprechend ist es modular. Ich brauche das nur einmal, kann mir hier die entsprechenden Aufsätze kaufen, was ich eben brauche. Das macht total Sinn, anstatt halt jedes Mal das komplette Gerät zu kaufen. Und so, das hier brauche ich auch nicht das ganze Jahr, also hoffentlich nicht. Je nachdem, wo man halt so wohnt und kann das dann halt im Winter aufsetzen, im Sommer halt den Rasentrimmer zum Beispiel. Genau. Viele Kunden haben ja schon diesen Multi-Antrieb und können dann jetzt nur quasi mit diesem Schneefräsenvorsatz das kombinieren. Wenn ich natürlich sage, ich habe noch nichts, dann kaufe ich mir eben diesen Antrieb dazu. Aber auch dann habe ich den Vorteil, dass ich den, wie du gerade gesagt hast, nicht nur im Winter als Schneefräse verwenden kann, sondern ich kann den im Sommer. Es gibt Hochentaster, es gibt Heckenschneider, es gibt Kehrbesen. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, hier das Gerät dann einzusetzen und im Winter eben jetzt dann mit dem Schneefräsenvorsatz natürlich ganz toll. Wir haben hier 30 cm Breite. Wir können den Auswurf können wir hier oben einstellen. Wir können also nach links, nach rechts oder mittig nach vorne den Schnee dann nach vorne auswerfen und dementsprechend dann müssen wir also keine manuelle Schneeschieber, Schneeschaufel vor uns herschieben, sondern der Schnee wird, wenn er etwas vielleicht fester sogar ist oder höher liegt, dann nach links, rechts oder nach vorne ausgeworfen. Ich kann mir überlegen, welchen Nachbarn ich dann beehren möchte. Also ich denke mit Sicherheit Leute, die vielleicht auch ein bisschen größere Grundstücke haben oder längere Wege, Garagen, Einfahrten, wie auch immer, die sagen, Mensch, jetzt liegt Schnee, ich muss jetzt eine halbe Stunde lang hier Schnee schippen, Schnee schaufeln, ist man natürlich auch hier viel schneller und einfacher dann zugange mit dem Vorsatz hier. Kann ich eigentlich die Geschwindigkeit einstellen? Die Geschwindigkeit lässt sich einstellen hier immer an den Antrieben selber. Es je nach Antrieb mit 2 oder 3 verschiedenen Geschwindigkeiten und dementsprechend natürlich wäre auch dann die Auswurfweite hier regulierbar, ob der Schnee jetzt da, sage ich mal, 5 Meter nach vorne oder links, rechts weg oder eben vielleicht sogar bis zu 10, 12 Meter nach vorne weg dann. Da muss man schon aufpassen, wo man hinzielt. Ja. Okay, sehr nützlich. Bei uns ist es so, wir haben so selten Schnee, dass ich das, ich glaube, ich habe dieses Jahr 2-mal Schnee geschippt. Aber für jemanden, der ein bisschen höher wohnt, ist das eine echte Alternative. Also kann ich mir durchaus vorstellen. Muss ich sagen, ich habe noch nie drüber nachgedacht, deswegen ist es für mich so ungewöhnlich. Aber ich glaube, viele andere sagen, ey, ich habe 5 Stück davon. Ja, wenn einer ausfällt, brauche ich die nächste. Ja. Was natürlich nicht passiert bei euch. Darum, das wollte ich ja nicht sagen. Das Gerät, also es schaut jetzt so etwas klein aus, aber wir haben die ersten Prototypen im Sommer schon bekommen. Im Sommer liegt natürlich nirgendwo Schnee, sollte man meinen. Doch, wir sind in die Alpen. In den Alpen, da gibt es noch Schneefelder und haben den getestet und wir waren echt also selber total baff überrascht, wie gut dieses optisch so kleine Gerät funktioniert. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, braucht ihr eine Schneefräse? Würde mich super interessieren. Und wie oft bräuchtet ihr sie? Auch das würde mich echt interessieren. Okay, das hier ist, weiß ich nicht, Krankenrollstuhl. Nach was schaut es denn aus? Also erste muss ich sagen, wenn man hier so dran steht, ja, habe ich schon das Gefühl, ist nur ein bisschen zu lang, aber wenn man so Gehprobleme hat, kann man das schon benutzen. Aber nein, Spaß. Sicherlich wird man damit was transportieren können. Ich muss sagen, wenn man hier drauf guckt, ja, wir blenden euch das auch mal ein, das sieht richtig nach Hightech aus. Ich habe hier Akkustand, hier eine Libelle drin, Akkus 1, 2, los geht's hier, bababam. Also ich muss wirklich mal erklären, was macht man damit und wofür ist es eigentlich gedacht. Und was das Erste ist, was mir aufgefallen ist, das steht hier, also wenn das steht, dann steht es auch, muss man mal sagen. Und das wiegt bestimmt auch mehr als 5 Kilo. Absolut. Der Ansatz war gar nicht so schlecht, Sebastian. Es sieht aus wie ein Rollator. Genau. So wolltest du wahrscheinlich. Ja, richtig. Und
um das eben zu vermeiden, dass du einen Rollator überhaupt irgendwann mal benötigst, kann man diese Transportkarre hier einsetzen. Also es ist tatsächlich so, wir können hier irgendwelche schweren Materialien, können wir quasi hier mit dieser Transportkarre können wir die transportieren. Wenn ich das Ganze händisch oder tragen muss, dann geht es natürlich auf den Rücken, auf dementsprechend die Gesundheit. Und um hier auch da vorzubeugen, kann man hier dann schwere Materialien mit dieser Transportkarre hier von A nach B transportieren. Wir haben hier eine maximale Zuladung von 300 Kilo. Also 300 Kilo, okay. Wenn wir hin und her tragen müssen, dann werden wir schon unsere Knochen ja. spüren. Hier hilft uns quasi diese Transportkarre für die Arbeiten. Und an sich gibt es die Transportkarre gibt es in 2 verschiedenen Varianten. Es gibt 2 Modelle. Wir haben jetzt hier das Modell mit dieser Hubplattform. Das heißt also hier rein für Transportarbeiten. Aber wir können die Plattform, wir können die noch hier hydraulisch nach oben fahren. Die geht knapp, also ungefähr einen Meter 0,2, sowas, also sagen wir einfach einen Meter nach oben. Man sagt, ja gut, für was braucht man das? Ich will ja nur was transportieren. Aber wenn wir natürlich solche schweren Materialien haben, dann müssen wir die ja mit Sicherheit auch irgendwo aufsetzen oder absetzen. Ja. Und dann sage ich jetzt einfach mal als Beispiel, ich könnte jetzt mit dieser Transportkarre, kann ich an einen Pritschenwagen dran fahren, fahre mir die Plattform genau auf dieselbe Höhe wie die Pritsche von dem Pritschenwagen, kann das rüberziehen, muss es also nicht mal anheben, sondern kann es rüberziehen. Und dann dementsprechend wieder hier absenken und losfahren. Hier rausnehmen, oder? Die können wir entweder rausnehmen, beziehungsweise also wir müssen sie jetzt nicht rausnehmen und dann überlegen uns, wo wir sie hinpacken, sondern wir können sie so leicht zur Seite, können sie absenken, weil ich ja gerade gesagt habe, dass wir dann was rüberziehen. Dementsprechend senken wir das ab, können das dann rüberziehen. So, 300 Kilo maximale Beladung haben wir. Wir können dann auf ebener Fläche, also bis 300 Kilo transportieren. Transportieren heißt in dem Moment aber auch wirklich angetrieben. Das heißt, ich muss es nicht schieben, sondern ich gebe die Richtung vor und er treibt selber an. Das Ganze funktioniert dann mit einem Motor. Es handelt sich also hier um ein 36 Volt Gerät, wo wir 2 18 Volt Akkus verwenden. Wir haben also hinten 4 Akkueinschübe. Wir können also maximal 4 18 Volt Akkus hier einschieben. Zum Betrieb werden auf jeden Fall immer 2 18 Volt Akkus benötigt. Heißt, mit Akku 3 und 4 verdoppeln wir einfach jetzt die Laufzeit hier bei dem Gerät. Und dann haben wir also hier wie einen Gashebel und haben 3 Geschwindigkeitsstufen. Und die höchste Geschwindigkeitsstufe fährt er dann also ungefähr 5 km/h. Also 5 km/h, da muss man schon ganz schön hinterherlaufen. Ja. Aber also kann sich die Geschwindigkeiten selber einstellen. Wir haben einen Rückwärtsgang, also kann auch rückwärts fahren das Ganze. Und du hast schon vorher mal gesagt, wir haben hier auch so eine Libelle dran. Ja. Das Ganze funktioniert natürlich auch bis zu einer gewissen Steigung. Dann wiederum haben wir aber nicht mehr die volle Zuladungsmöglichkeit, also Beladung bis 300 Kilo, dann eben etwas weniger. Aber dementsprechend mit der Libelle merkt man das dann natürlich. Das wäre die Umschaltung für vorwärts und rückwärts. Im Rückwärtsgang fängt er an zu piepen. Wir wollen natürlich jetzt niemanden umfahren oder dementsprechend, wenn wir rückwärts fahren, piept der. Ich habe sogar eine Hupe, die probiere ich jetzt mal nicht aus, wäre wahrscheinlich ziemlich Hupe laut. Haben wir auch. Drück ruhig mal drauf auf die Hupe. Ganz kurz, ja. Das ist schon, kann ich mal Hallo sagen. Gut, also es gibt mit Sicherheit, Einsatzbereiche, wo man sagt, okay, ich brauche diese Transportkarre, aber es gibt auch Publikumsverkehr, das heißt, da laufen Passanten, wie auch immer. Auch da natürlich will man dann keinem umfahren, dementsprechend auch eine Hupe mit dran. Das Ganze hat eine Bremse, dann auch noch eine manuelle Bremse, um das zu arretieren. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich will auch mal manövrieren ohne diesen Motor, dann lässt sich auch hier seitlich ganz einfach, lässt sich der Motor kurz entkoppeln. Also ich muss nur hier einen Hebel anziehen, dann lässt sich der Motor entkoppeln, dann kann ich auch manuell das Ganze noch, vielleicht die letzten Zentimeter irgendwo. Kannst du uns mal zeigen, wie er hochfährt, dass wir das mal sehen? Weil ich glaube, das ist ja mit am erstaunlichsten. Und hoch geht er.
Ja, einfach nur hier drauf drücken. Hier haben wir quasi zum Heben und Senken den Hebel. Selbst wenn man jetzt so 50 oder 80 Kilo hat, ja, wenn man die hier rüber zerrt, es ist mir lieber hier drauf und runter als das so. Ja, das ist ja ganz klar. Cool, muss man sagen. Hier massiv gestaltet, damit hier auch nichts zu mir fallen kann. Ja, und dann feuerfrei, ja. Jetzt sieht man aber auch wirklich hier, was da an Technik drin steckt. Und das sieht schon beachtlich aus. Und vor allem stabil. Also hier der Zylinder eben, um die Plattform anzuheben oder zu senken. Ich habe ja gesagt, wir haben auch noch eine zweite Variante. Die zweite Variante wäre mit Wanne, also wie man es kennt, eine Schubkarre, eine, sage ich mal, Baustellen-Schubkarre. Haben wir auch das Modell wie eine Schubkarre mit Wanne. Und die Wanne, die lässt sich dann eben nach vorne, lässt die sich dann abkippen, dass ich dementsprechend Schüttgut oder was dann irgendwo von A nach B transportieren kann und abkippen kann. Ja. Mhm. Welche von beiden Varianten wird häufiger verkauft? Also wir haben auf jeden Fall die höhere Nachfrage hier nach der Transportkarre, ganz klar, weil gut, wie gesagt, ist natürlich dann auch, sage ich mal, was die Gesundheit der jeweiligen Mitarbeiter angeht, auf jeden Fall eine gute Sache, um hier halt irgendwelche Bandscheibenvorfälle oder sonstige Verletzungen zu vermeiden. Ja. Also ich muss sagen, wir haben uns gestern schon darüber unterhalten. Ich glaube, das ist so eine Sache, würde ich sofort haben wollen. Das ist, man weiß gar nicht, dass man es braucht, bis man es hat. Und dann merkt man, wie häufig man es dann doch benutzt, glaube ich. Also einen großen Vorteil stellt es tatsächlich hier dar, wenn jemand viel schwere Dinge transportieren muss und es aber nur ein unwegsames Gelände gibt oder ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, man kann nicht an jede Stelle mit einem Auto direkt bis vor die Tür fahren. Ne? Und da dementsprechend, wenn ich sage, okay, ich habe zwar in Anführungszeichen nur 100 Meter, aber ich habe da eigentlich Tonnen an Material, die ich dahinter schaffen muss, dann kann ich halt hier mit der Transportkarre die letzten Meter kann ich dann hier das transportieren, ohne das schleppen zu müssen, auch schwere Gewichte. Dann natürlich auch unwegsames Gelände überhaupt. Man sagt also, vielleicht würde es auch händisch gehen, ne? Aber wenn ich eine Schubkarre immer eine Steigung hochschieben muss, dann nach dem 3., 4. Mal sage ich wahrscheinlich auch, okay, jetzt wird es dann irgendwann mühselig. Und hier, klar, mit Knopfdruck fährt also auch hier dann eine Steigung nach oben. Und ich sag mal, selbst wenn es der 40 Kilo Zementsack ist, hier kann ich ein paar mehr drauf machen, kann es mir entspannt hinfahren. Das ist eigentlich eine coole Sache. Also ich finde das mega. Kommen wir mal zum nächsten. Was haben wir hier? Ja, hier haben wir auch was Neues mit dabei. Das Gerät ist jetzt aus unserer 40 Volt Max Serie. Okay. Das heißt, hier drunter ist der Akku? Hier haben wir den Akku drin dann, genau. Und auch hier wieder quasi die Möglichkeit mit 2 Akkus die Laufzeit zu verdoppeln hier. Muss ich umschalten hier? Bei dem muss man nicht umschalten. Hier. Wir haben also hier die 2 Steckplätze, können es mit einem dementsprechend dann bestücken mit einem oder mit 2, um die Laufzeit zu verdoppeln. Und also hier das Interessante bei dem Gerät ist, dass wir hier 3 Motoren verbaut haben. Also das ist eine Kehrsaugmaschine. Der ein oder andere kennt sowas vielleicht auch, manuell zum Schieben. Ja. Wir haben hier auch eine doppelte Walzenbürste unten. Ich würde das jetzt einfach mal kurz hier so leicht anheben. Dann kann man auch mal hier unten reinsehen und vorne dann die Seitenbürste. Ich habe jetzt gerade gesagt, 3 Motoren. Für was brauchen wir 3 Motoren? Wir haben also einen Motor für die Walzenbürsten unten, dann haben wir einen zweiten Motor für die seitliche Kehrbürste und wir haben sogar noch einen dritten Motor für eine Saugfunktion. Also wir können auch hier, wenn feine Stäube da sind, dann können wir auch mit Saugfunktion tatsächlich dafür sorgen, dass also nicht nur der grobe Schmutz aufgekehrt wird, sondern auch der feinere Schmutz, Staub dann hier. Wo landet das dann? Na. So, das Ganze landet dann hier hinten in diesem Auffangbehälter. Ah, okay. Hier der grobe Schmutz wahrscheinlich, hier drin? Dort landet alles.
Jetzt wird man natürlich sagen, ja gut, der feine Staub, der wird ja auch irgendwo den Filter dann wahrscheinlich mal ein bisschen zusetzen. Hierfür haben wir sogar oben an dem Bedienpanel haben wir eine Abrüttelfunktion. Das heißt also, der feine Staub wird von dem Filter dann abgerüttelt. Wenn ich hier die Abrüttelfunktion hier drücke, also quasi Walzenbürste, dann Saugfunktion, Abrüttelfunktion, hier auch nochmal eine LED-Leuchte dran. Also wir haben sogar eine Frontbeleuchtung an der Kehrmaschine. Da will es im Dunkeln machen. Wenn es dunkel wird, können wir sogar im Dunkeln weiter. Und die Seitenbürste, die lässt sich also hier mittels diesem Hebel, lässt die sich aktivieren oder deaktivieren. Also man sieht hier, wenn die nach unten geht, dann wird sie auch beginnen zu rotieren. Wenn ich sie nach oben stelle, dann hört die auf zu rotieren. Das heißt also, ich kann sowohl mit als auch ohne Seitenbürste arbeiten, kann auch hier, habe nochmal eine Feineinstellung, kann dementsprechend die Höhe der Seitenbürste einstellen, wie tief das die sitzen soll. Dadurch kann ich natürlich randnah arbeiten mit dem Gerät. Und was jetzt überhaupt den Schmutz angeht, den ich damit aufnehmen kann. Wir haben also auch hier mal auf einer Veranstaltung das Gerät gezeigt. Und jemand hat noch seine 0,5 Liter PET-Flasche da liegen lassen. Also auch die hat er mit aufgesammelt. Also es lagen dann hier 2 0,5 Liter PET-Flaschen hinten drin. Also auch die stellen kein Problem dar für die. Also auch für wirklich groben Dreck, den ich liegen habe, kann ich einfach drüber und den entsprechend aufkehren. Ja. Das Saugen kann ich aber ein- und ausschalten. Saugen kann ich ein- und ausschalten, genau. Was ich noch selber machen muss, ich muss manuell schieben. Also wir haben hier keinen Antrieb wie jetzt bei der Transportkarre, sondern ich muss selber schieben. Aber dadurch, dass die Walzenbürsten, dass die motorangetrieben sind, ist es total leicht und einfach. Also im Verhältnis zu den, es gibt ja die, wo du die ganzen Walzenbürsten erst durch die Räder angetrieben werden, da habe ich einen relativ hohen Widerstand und den habe ich hier nicht. Ja, also hier kann ich entspannt einfach vor mich her schieben. Richtig. Ich habe nicht den Widerstand von den Walzenbürsten, weil die vom Motor angetrieben werden und dadurch kann ich es wirklich total leicht handeln und schieben, das Gerät, und dementsprechend dann natürlich auch feineren Schmutz und diese größeren Sachen mit dem Gerät aufnehmen. Ich habe heute das Problem, es ist so ein bisschen so ein Haben-wollen-Gefühl die ganze Zeit da. Ja? Weil also auch hier für unseren Hof wäre das genial, das ist genauso etwas, was man eigentlich gerne hat. Weil das zum selber schieben, muss ich sagen, das macht keinen richtigen Spaß. Und hier so, also selber schieben schon, aber eben der große Widerstand und man im Grunde kann man das Gefühl fast wie ein Besen nehmen. Das hier ist schon eine coole Sache. Kann ich mir vorstellen, dass sehr, sehr viele sowas gerne hätten. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Gehen wir jetzt mal, wir machen bei Auto heute jetzt mal weiter. Und zwar, was ist denn das hier eigentlich? Im ersten Mal hätte ich gedacht, der kleinste Hochdruckreiniger der Welt, aber nicht ganz. Hochdruckreiniger wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Wir sagen jetzt mal eine Mitteldruckspritze. Das heißt also, es ersetzt natürlich keinen Hochdruckreiniger. Klar haben wir hier jetzt nicht, wie soll ich sagen, eine Pumpe wie bei einem Hochdruckreiniger, um den hohen Druck erzeugen zu können. Trotz allem, wir können dadurch quasi hier mit dem Gerät was Kleines, Leichtes anbieten, aber mit mehr Druck, wie jetzt nur rein aus der Wasserleitung kommt, beziehungsweise dieses Gerät hier kann sogar selbst ansaugen. Also ich brauche nicht zwingend einen Wasseranschluss. Wir haben also, wie man hier sieht, hier vorne, wir haben diesen Standard-Wasseranschluss eben um jetzt einen Gartenschlauch hier mit diesen hier als Symbol mal. Verriegelungen hier anzuschließen. Genau. Also hier sehen wir den Anschlussadapter, den jeder von zu Hause aus dem Garten kennt. Hier, das war jetzt auch ein ganz tolles Zubehörteil, was du da gerade in der Hand gehabt hast, Sebastian. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe kein Wasser irgendwo zum Ansaugen, habe aber auch keinen Gartenschlauch, dann haben wir hier sogar einen Flaschenadapter. Das heißt, der lässt sich an jeder handelsüblichen Flasche, lässt der sich oben aufdrehen und dann
dann habe ich dann dementsprechend eben 1 Liter oder 1,5 Liter Wasser. In manchen Fällen ist es völlig ausreichend. Man braucht keine große Wassermenge, sondern man will einfach irgendwo einen kleinen Fleck irgendwas reinigen. Dann reicht diese kleine Menge aus und dann kann ich sogar tatsächlich sagen, ich gehe jetzt hier mit dieser Wasserflasche und dem Gerät da kurz dran. Das ist natürlich nicht dafür gedacht, um jetzt große Flächen zu machen, weil wenn einige sagen, ist ja lächerlich, das sind 20 Sekunden leer, auf der höchsten Stufe wahrscheinlich oder 30, ich weiß es nicht. Aber es ist, wie du sagst, halt kann behelf sein. Was aber wichtig ist, dass man bedenkt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo eine Regentonne habe oder ähnliches, also dass wirklich irgendwo eine Menge Wasser oder die typische Wassertonne, einen Kubikmeter irgendwo stehen habe, kann ich einfach einen Schlauch dort reinstecken. Also das eine Ende hier mit dem klassischen, wir nennen es mal auch, als, ich sag mal, viele nennen es den Gardena-Anschluss, ja, kann ich einfach ran und dann kann ich damit losarbeiten. Aber jetzt ist meine Frage, wenn es jetzt kein Hochdruckreiniger ist, wozu benutze ich es denn eigentlich? Also wir können hier, angenommen, wir können es tatsächlich irgendwo an Gartenschlauch anschließen, dann haben wir natürlich auch einen gewissen Vordruck, dann können wir bis maximal 24 Bar können wir hier das ist schon nicht ohne arbeiten. Es gibt tatsächlich auch Einsatzbereiche, wo man sagt, okay, ein Wasserschlauch ist ein bisschen zu gering vom Druck her, da wird nicht alles so richtig sauber, aber ein Hochdruckreiniger sollte man da auch nicht dran gehen. Also oftmals sage ich jetzt einfach mal vielleicht auch irgendwelche mechanischen Teile. Wenn man da mit dem Hochdruckreiniger dran geht, dann macht man mehr kaputt, ist zwar alles sauber, aber mehr als sauber. Ne? Und deswegen da ist dann natürlich so ein Mitteldruckgerät eigentlich absolut empfehlenswert. Jetzt sage ich einfach mal von der Anwendung her, von der Art der Anwendung. Grundsätzlich haben wir aber auch hier serienmäßig haben wir quasi diese 2, 4, 5 verschiedenen Strahlarten. Also auch da haben wir dann natürlich die Möglichkeit, auch den Strahl so zu verändern oder einzustellen, was sich dann vielleicht etwas auf den Druck ausübt. Beziehungsweise also mit dem wenigsten Druck zum Beispiel gibt es hier wie so eine Art Gießstrahl. Also da haben wir dann wenig Druck. Können aber, wie gesagt, also hier in 5 verschiedenen Varianten können wir das einstellen. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere wird sagen, naja, also ist aber ein bisschen kurz, da muss ich ja immer mich bücken. Genau. Also der Aufsatz ist jetzt hier das war einfach. Mit einem Bajonettverschluss und wir haben auch serienmäßig haben wir quasi die Verlängerung hier mit dabei. Also wir können auch das Ganze natürlich, wie man es jetzt von seinem Hochdruckreiniger kennt, sage ich jetzt einfach mal, kann man das auch natürlich mit dieser, ich sage jetzt mal, langen Lanze hier, können wir das Gerät dann verwenden. Das wäre serienmäßig im Lieferumfang mit enthalten bei dem Gerät. Es gibt natürlich auch noch optionales Zubehör. Es gibt also hier den Reinigungsmittelbehälter optional. Wenn man sagt, man will auch hier noch mit Reinigungsmitteln arbeiten, dann kann man den dazwischen stecken. Man kann hier auch die Menge einstellen nochmal, genau. Wenig zu mehr. Ja. Also kennen ja viele auch vom Hochdruckreiniger, dass man hier die klassische Schaumlanze zum Beispiel hat. Hier kann man ein beliebiges Reinigungsmittel eintun. Im Grunde kann man das ja vergleichen, wie wirklich ein kleiner Hochdruckreiniger für bestimmte Einsatzzwecke. Also jetzt nur von der Logik her. Ja, ich habe verschiedene Aufsätze, kann das auf verschiedene Art und Weisen benutzen. Macht total Sinn. Vielleicht, falls sich jemand gefragt hat, was ist denn hier mit dem Akku eigentlich los, muss ich natürlich einhausen, damit da kein Wasser rankommt. Wir haben hier quasi noch diese Schutzkappe. Klar, wenn wir hier mit Wasser arbeiten, es sollte nach Möglichkeit natürlich jetzt kein Wasser an den Akku drankommen. Deswegen nochmal diese spezielle Schutzkappe hier hinten dran, die den Akku vor Feuchtigkeit schützt. Hier auch noch also optionales Zubehör, also den Wasserflaschenadapter haben wir gesehen, hier den Reinigungsmittelbehälter. Hier hätten wir so eine Unterbodenlanze, wenn ich sage, ich muss irgendwo eigentlich so ein bisschen so von unten dran, dementsprechend hier mit dem Winkelkopf dann die Unterbodenlanze, also jetzt wenn man Auto-Unterbodenreinigung durchführen möchte und genauso auch dann hier nochmal, wenn wir jetzt schon bei der Autoreinigung sind, haben wir hier noch diese Felgenbürste, wenn ich sage, okay, ich will die Alufelgen auch natürlich in den Zwischenräumen sauber machen, gibt es auch die Felgenbürste dazu. Spielsen haben wollen. Dementsprechend, also hier, also von der Ausstattung, sage ich mal, ähnlich wie
Hochdruckreiniger, aber wir sprechen, wie gesagt, hier nicht von einem Hochdruckreiniger. Wir haben auch keinen adäquaten Ersatz für einen Hochdruckreiniger, sondern einen Mitteldruckreiniger. Aber in vielen Fällen ist es ausreichend und eben dann hier auch wieder völlig ohne Kabel, ohne irgendwas kann ich da dementsprechend die Reinigungsarbeiten durchführen. Es gibt auch Einsatzbereiche, wo ich vielleicht dran muss und da gibt es aber weder Wasser noch Strom noch sonst was. Klar. Dann könnte ich theoretisch in einer kleinen Tasche oder sogar in einem Rucksack kann ich das Gerät mitnehmen mit meiner Wasserflasche und kann dann dementsprechend die Reinigungsarbeiten durchführen. Ja, also ich muss sagen, hier Unterboden, da hast du mich so ein bisschen abgeholt, weil das ist ein Problem. Es ist Winter, es ist Salz, dass man das von da unten mal so ein bisschen säubert, finde ich eine coole Sache. Ganz wichtig für die Zuschauer ist, die Erwartungshaltung ist, es ist kein Hochdruckreiniger. Weil wenn man hier rangeht mit, ich erwarte 150 bar, nein. Ja, dafür ist das Gerät auch viel zu klein, das ist völlig logisch, das ist technisch so gar nicht umsetzbar. Was wir, glaube ich, gar nicht gesagt haben, wir haben ein 18-Volt-Gerät hier. Wir haben hier ein 18-Volt-Gerät, genau, also kompatibel in unserer 18-Volt-Serie für alle Anwender, die natürlich 18-Volt-Akkus haben. Hier eine tolle Sache, gibt es das Gerät solo und kann dann seine 18-Volt-Akkus verwenden. Gut, vielleicht aber trotz allem noch, wenn wir jetzt schon beim Thema Hochdruckreiniger waren, für alle, die auch gerne einen Hochdruckreiniger gerne hätten in Akku, wir haben auch einen Akku-Hochdruckreiniger im Sortiment. Ist natürlich dann so ein großes Gerät, wie man das kennt vom Hochdruckreiniger, genau. Aber gäbe es auch in unserem Habe ich schon mal getestet, verlinke ich euch mal hier oben. Da habt ihr auch diese Wasserwanne mit dabei, wo man wirklich stationär seinen Wasserbehälter hat mit allem drum und dran, hat wunderbar funktioniert. Also hat mich auch wirklich beeindruckt, was es alles wirklich in Akku inzwischen gibt. Ja? War das 18 Volt? Ich glaube ja. Ja, gibt's zwei Varianten. Gibt es eine 18 Volt Variante, gibt auch eine 40 Volt Variante. Dementsprechend also auch wer einen Hochdruckreiniger möchte, gibt auch einen Akku-Hochdruckreiniger. Erstaunlich. Also jetzt haben wir die ganze Zeit eigentlich von Akkugeräten gesprochen. Und jetzt haben wir ein Problem, irgendwann sind die Akkus leer, die wollen wir auch laden. Und da hast du ja quasi einen Überraschungskoffer mitgebracht. Da habe ich auch noch was Neues mitgebracht. Ja. Und als ich das erste Mal gesehen habe auf der Messe, habe ich gedacht, das habt ihr schon immer gebraucht. Da habe ich hier was Neues mitgebracht. Da stellen wir es mal einmal aufrecht hin. Im Grunde, wenn wir das hier auch mal wirklich zumachen, ist es ja eure ganz klassische Größe und Form. Ja. Ja. Und kann ich dementsprechend auch auf einen anderen Koffer auch raufstellen. Und wir haben hier eigentlich im Grunde ein Multiladegerät. Ja. Wir haben jetzt hier neu einen Ladekoffer. Einen Ladekoffer und wie du sagst, also vom Grunde her ja unsere Makita-Form. Also wir sprechen ja hier bei den Koffern von unseren Makpak-Koffern. Also der Großteil unserer Maschinen wird in diesen Makpak-Koffern ausgeliefert. Und wir haben also hier die Konfiguration von unseren Makpak-Koffern. Heißt also, dieser Ladekoffer lässt sich zum einen kombinieren mit unseren Werkzeugkoffern. Also ich kann auch hier quasi, wenn ich sage, ich stapel meine Maschinen, kann ich auch den Ladekoffer jetzt mit integrieren, stapeln. Und das Schöne ist natürlich auch noch hier, dass durch diese Konfiguration auch dementsprechend Fahrzeugeinrichtungen hier jetzt eigentlich schon passend sind für diesen Ladekoffer. Es ist ja bei Fahrzeugeinrichtungen so, jeder namhafte Fahrzeugeinrichtungshersteller bietet dementsprechend auch die Möglichkeit, dass eben jetzt unsere Makpak-Koffer dort ordnungsgemäß dann verstaut werden. Und gerade beim Transport natürlich von Akkus auch wichtig, dass die nicht einfach irgendwo lose rumliegen, lässt sich der Koffer da ganz schön einfach mit integrieren. Vom Prinzip her ist es eigentlich ein großes Ladegerät. Also wir brauchen hier, um das Ganze betreiben zu können, brauchen wir ein Netzteil. Das Netzteil schaut ähnlich aus, wie man das von einem Laptop kennt zum Beispiel, sage ich jetzt mal, oder vielleicht von seinem Fahrradakku. Genau, so schaut es aus. Das wäre das Netzteil. Das stecke ich ein und dann wiederum werden die Akkus geladen. So, ohne das Netzteil wiederum kann ich es dann aber leicht transportieren. Also ich sage jetzt einmal, in der Praxis würde ich sagen, wenn ich abends von der Baustelle heimkomme, dann nehme ich den Koffer,
stellt den in die Werkstatt, steckt den ans Netzteil an und dann laden die Akkus. So, dann laden die Akkus, ja. Aber jetzt sehe ich die ganze Zeit hier, das sind alles 40 Volt Akkus, oder? Aber da unten haben wir eine Besonderheit. Genau, wir haben jetzt hier 8 Steckplätze. Es wird 2 verschiedene Modelle geben. Wir haben ein Modell jetzt wie hier mit 8 Steckplätzen. Es wird noch ein zweites Modell geben mit 12 Steckplätzen. Und grundsätzlich sind diese Steckplätze jetzt 40 Volt Max Steckplätze. Das heißt, wir können jetzt hier 8 40 Volt Max Akkus aufladen. Aber wer das 40 Volt Programm kennt, weiß, es gibt auch die Möglichkeit 18 Volt Akkus mittels Adapter zu laden. Also auf allen 40 Volt Ladestationen kann ich mit einem Adapter auch 18 Volt Akkus laden. Heißt, ich kann also jetzt hier bei dieser 8 Steckplatz Variante, kann ich mit dem Adapter hier unten rechts, sieht man, wäre jetzt einmal so ein Adapter. Und kann dann mit dem Adapter auch die 18 Volt, also sprich, wenn ich möchte, könnte ich rein theoretisch auch sagen, ich nehme 8 Adapter und mit 8 Adaptern kann ich auch 8 18 Volt Akkus laden. Ich kann auch mischen, ich kann sagen, ich lade ein paar 40 Volt, ein paar 18 Volt, je nachdem, wie viel Akkus ich habe oder laden möchte. Die 40 Volt Max Akkus lassen sich jetzt hier bei der 8 Steckplatz Variante auch in allen Größen laden. Wir haben hier oben mal die komplette Range hier eingesetzt. Es beginnt also hier bei der kleinen Bauform, die gibt es in 2,0 oder 2,5 Ampere-Stunden. Dann diese nächste Baugröße mit 4 Ampere-Stunden und dann die schon etwas größeren Bauformen mit 5 Ampere-Stunden oder sogar mit 8 Ampere-Stunden. Also sprich das ist schon ein Block. Da haben wir ja den aktuell größten 40 Volt Max Akku und wir können also alle Akkugrößen in der 8 Steckplatz Variante laden. So, ich habe jetzt gesagt, es gibt noch eine zweite mit 12 Steckplätzen. Ja. Da wiederum ist aber dann maximal ein 4 Ampere-Stunden Akku zum Einstecken. Das heißt, wir können also eigentlich nur die 2 Varianten mit der 12 Steckplatz Variante verwenden. Und auch kein 18 Volt. Es geht kein 18 Volt, also mit Adapter quasi nicht ausreichend vom Platz her und auch also 5 Ampere, 8 Ampere und 18 Volt quasi gehen nur in dieser 8 Steckplatz Variante. Deswegen auch die 2. Natürlich könnte man sagen, ja, warum 12 Steckplätze wären doch toll, klasse, da brauche ich doch nicht noch was Kleineres. Eben das Kleinere, um mehr Möglichkeiten zu haben. Und der größere dann, wenn ich sage, also bei den 40 Volt Max-Akkus ist es tatsächlich so, dass diese 4 Ampere-Stunden Variante ist die gängigste. Glaube ich. Und wenn ich natürlich sage, okay, ich habe 40 Volt Max im Einsatz und habe alle 4 Ampere-Stunden Akkus, dann kann ich 12 Stück laden, dann ist das natürlich eine tolle Sache hier. Na. Jetzt haben wir, glaube ich, alles, was wir hier hatten, auf dem Tisch uns angeschaut. Das Problem, was wir haben, ist, ich war ja vor, ich glaube, 2 Jahren bei euch im MSC, also im Makita, wie heißt es, Service Center? MSC, für den, der es nicht kennt, sind unsere Makita Service Center. Ich denke, hier eine einmalige Sache. Es gibt also deutschlandweit gibt es 5 Makita Service Center, eins in Hamburg, eins in Berlin, eins in Lehrte bei Hannover, eins in Groß-Gerau bei Frankfurt und eins in München. Und in allen unseren Makita Service Centern haben wir freitags immer, ich sage jetzt mal, offen geöffnet für jedermann. Also es kann jeder, der möchte, gerne freitags in unsere Makita Service Center gehen und kann sich dort informieren und alle Geräte anschauen und sich beraten lassen, die es von Makita gibt. Also wirklich das komplette Sortiment. Alle Sachen sind dort in den Makita Service Centern vorhanden und es gibt noch eine ganz tolle Sache. Wenn jemand vielleicht mal tatsächlich einen Defekt hat, was wir keinem wünschen, aber natürlich vielleicht nicht ausbleibt. Ich kann in den Makita Service Center mein Gerät abgeben und reparieren lassen. Also wir haben eigene Service-Werkstätten in unsere Makita Service Center mit integriert. Dort sitzen unsere Monteure und reparieren auch unsere defekten Geräte. Genau. Ich habe mir das mal angeschaut, finde ich ganz toll und die sitzen wirklich da und reparieren das. Und worauf ich eigentlich vor allem hinaus wollte, ist, es gibt von euch noch
so viele Geräte. Wir könnten so eine Sendung noch mindestens 5-mal oder 10-mal machen und das würde auf keinen Fall reichen. Ihr schreibt mal bitte in die Kommentare, sollen wir das nochmal machen? Also bei Makita, da platzt mir der Kopf, was alles noch möglich wäre. Wenn ihr ungeduldig seid, geht einfach mal ins Service Center. Weil da seht ihr Geräte, da würdet ihr gar nicht drauf kommen. Und vor allem aber, ihr seht die gesamte Range. Ihr könnt euch alles anschauen, euch beraten lassen. Wenn ihr sowas seht wie das hier, was zum Teufel soll denn das hier eigentlich? Wozu ist das da? Die Kollegen freuen sich bestimmt auf euch. Ich bedanke mich erstmal, dass wir uns das angeschaut haben und für euch, ja, ab zum Makita Service Center und ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.